Schon mal gehört. Ich verstehe nur Bahnhof? Komisch, oder? Heute zeigen wir dir solche witzigen Redewendungen, damit du in Smalltalks im Café, im Büro oder beim Chatten locker klingst. Und zwar auf A2-Niveau. Genau, und keine Sorge, das ist alles alltagsnah. Nach dieser Folge kannst du diese Sprüche wirklich benutzen, ohne Angst. Du weißt dann auch, in welcher Situation sie passen. Hi zusammen. Ich bin Tim und neben mir sitzt Julia. Die komplette Lektion gibt's später übrigens auch auf Vocably. Also, legen wir los mit den Sprüchen, bevor wir sie wieder vergessen. Ja, also, lustige Sätze helfen total beim Lernen, finde ich. Man merkt sie sich einfach besser, weil man lachen muss. Und wenn du sie im echten Leben hörst, hast du sofort so ein Aha-Gefühl. Erster Klassiker. Ich verstehe nur Bahnhof. Das heißt, man versteht gar nichts. Null. Man sagt das zum Beispiel, wenn es laut ist oder jemand viel Fachsprache benutzt. Ja, und wichtig, das ist freundlich ironisch. Du sagst damit nicht, dass die andere Person doof ist. Du sagst nur, hey, ich check's gerade nicht. Wollen wir das mal schnell spielen? Stell dir vor, wir sitzen in einem vollen Café. Musik ist laut, der Barista nuschelt ein bisschen. Okay, ich bin die Kellnerin. Ich sag, guten Tag, was möchten Sie? Cappuccino, Latte, Filter, alles da. Und ich als Gast? Sorry, hier ist es so laut, ich verstehe nur Bahnhof. Können Sie das mal wiederholen, bitte? Dann ich, klar, kein Problem. Möchten Sie einen Cappuccino oder lieber einen Latte? Und ich rede dann einfach etwas langsamer. Perfekt. Also siehst du, das ist höflich und sogar ein bisschen witzig. Tipp. Kombinier es mit könnten Sie das wiederholen, bitte? Dann ist es super nett. Zweiter Spruch, den ich liebe, ich hab einen Ohrwurm. Das bedeutet, ein Lied steckt im Kopf fest, und es geht einfach nicht raus. Kein echter Wurm, keine Sorge. Oh ja, heute Morgen hatte ich voll den Ohrwurm von Atemlos. Peinlich, aber naja. Kleiner Hinweis. Der Ohrwurm, nicht die Ohrwurm. Artikel sind halt wichtig. Stimmt, Artikel. Viele verwechseln das. Wenn du unsicher bist, sag ruhig erstmal, das Lied steckt mir im Kopf, das versteht jeder. Aber der Ohrwurm klingt eben witziger. Dritter Spruch. Ich hab Bock oder ich hab keinen Bock. Das heißt, ich habe Lust oder eben keine Lust. Aber Vorsicht, das ist recht umgangssprachlich, eher für Freunde. Genau, nicht unbedingt im Bewerbungsgespräch sagen, haha. Im Büro mit Kolleginnen, die du gut kennst, geht es oft. Sonst sag lieber, ich hab heute keine Zeit oder ich möchte das ungern machen. Vierter Spruch. Jemandem die Daumen drücken. Das heißt, jemandem Glück wünschen. Du kannst sagen, drück mir bitte die Daumen, ich hab heute eine Prüfung. Wichtig, Plural. Die Daumen. Nicht der Daumen drücken, sondern die Daumen drücken. Klingt klein, ist aber typisch deutsch, oder? Total. Und dann noch, ich bin fix und fertig. Das heißt, ich bin sehr müde oder kaputt. Nach einem langen Arbeitstag passt das perfekt. Und mein Lieblingsspruch, das ist mir Wurst. Das bedeutet, das ist mir egal. Bitte mit Humor benutzen, nicht zu hart, dann ist es einfach lustig. Kurze Minigeschichte, die passt super hierher. Ein Kollege hat mal in einem Meeting sagen wollen, ich habe keine Ahnung. Aber er war nervös und hat gesagt, ich habe keine Atome. Alle haben kurz geschaut und dann gelacht, und die Stimmung war direkt leichter. Oh Gott, ja, kenn ich. Aussprache ist halt wichtig. Ahnung spricht man mit langem A und weichem H, also Ahnung.
Aber hey, solche Fehler machen sympathisch. Kleiner Praxistipp: Schau Serien mit Untertiteln auf Deutsch. Da hörst du diese Sätze im Kontext und du merkst dir, wie Leute wirklich sprechen. Das geht oft schneller als nur Vokabeln lernen. Und mach Sprache sozial. Schreib Freundinnen oder Tandempartnern kurze Sprachnachrichten und bau einen Spruch ein. Einfach sagen: Ich hab heute keinen Bock zu kochen, hast du Lust auf Pizza? Bevor wir weitermachen, kurze Wiederholung, ja? Mini-Quiz. Weißt du noch, was ich verstehe nur Bahnhof bedeutet? Na klar, es heißt, man versteht gar nichts. Und Ohrwurm? Das ist ein Lied im Kopf, das nicht weggeht. Sehr gut, weiter geht's. Top. Noch 2 Sachen, die oft gefragt werden. Erstens, Dialekt versus Hochdeutsch. Manche Sprüche klingen je nach Region ein bisschen anders, aber Hochdeutsch verstehen überall die meisten. Ja, Dialekte sind super spannend und gehören zur Kultur. Für den Anfang reicht aber Hochdeutsch, sonst wird's schnell zu viel. Die Sprüche heute sind alle gut in Hochdeutsch nutzbar. Lass uns noch ein kleines Rollenspiel machen, diesmal Bürochat. Wir üben Daumen drücken, keinen Bock und alles klar. Okay, du schreibst: Morgen hab ich die Präsentation. Drück mir bitte die Daumen. Ich antworte: Klar, ich drück dir beide Daumen. Du rockst das. Dann ich: Danke. Aber ehrlich, ich hab null Bock auf das Meeting danach. Du: Versteh ich, aber danach sind wir fix und fertig und gehen Kaffee holen. Alles klar? Und du schreibst: Alles klar, Deal. Zeit? Sagen wir 2:30. Und schon hast du gleich 3 Redewendungen benutzt. Sehr schön. Noch ein Fehler, den ich oft sehe: Leute sagen, das ist mir die Wurst, haha. Nein, richtig ist das ist mir Wurst, ohne Artikel. Klingt komisch, ist aber so. Und bei Bock haben bitte die Form beachten. Ich hab Bock auf Pizza, nicht ich hab Bock Pizza. Du brauchst auf Plus Akkusativ, auf Pizza, auf Kino, auf Urlaub. Noch ein netter Satz für Smalltalk. Alles gut bei dir? Antwort kann sein: Ja, läuft. Läuft bei dir ist Jugendsprache und heißt so viel wie es geht gut. Aber benutze es locker, nicht zu ernst. Wenn du etwas nicht wichtig findest, kannst du auch sagen: Ist nicht mein Bier. Das heißt, das ist nicht mein Thema. Aber freundlich bleiben, ja? Ton macht die Musik. Stimmt. Und wenn du wieder mal nichts verstehst, hast du jetzt mehrere Optionen. Du kannst sagen: Ich verstehe nur Bahnhof, oder einfacher: Sorry, ich hab's nicht ganz verstanden, kannst du das erklären? Ich geb dir noch einen Tagestipp. Mach eine kleine Liste in deinem Handy, 5 Sprüche. Jeden Tag benutzt du 2 davon einmal. Nach einer Woche sitzen sie. Und hör Musik auf Deutsch. Wenn du einen Ohrwurm hast, schreib dir eine Zeile auf. So merkst du die Wörter und du übst nebenbei die Aussprache. Aussprache, genau. Sag mal langsam: Ahnung. Ahnung. Und Bahnhof, Bahnhof, mit klarem H. Wenn du das sauber sagst, passiert dir kein Atomemoment, versprochen. Noch ein kurzer Real-Life-Tipp aus dem Café. Wenn du sagst: Das ist mir Wurst, lächle dabei. Dann hören die Leute: Ah, das ist humorvoll gemeint, nicht unhöflich. Und wenn du sehr müde bist, ist ich bin fix und fertig echt praktisch. Es ist stärker als ich bin müde, aber nicht dramatisch. Alle verstehen sofort, wie dein Tag war. Übrigens, wenn Artikel nerven, bau sie in kleine Sätze ein. Zum Beispiel: Der Ohrwurm nervt mich. Oder: Die Daumen sind gedrückt. So trainierst du nebenbei richtig. Letzter Mini-Dialog, okay?
Ich sag, morgen Prüfung, ich hab Schiss, drückst du mir die Daumen? Du sagst, klar, ich drück beide. Und wenn ich frage, hast du Bock, danach zu feiern? Du, alles klar, aber erstmal Kaffee, ich bin fix und fertig. Klingt super. Damit hast du schon 6, 7 Sätze, die locker wirken. Genau so nutzt du Redewendungen im Alltag. Bevor wir schließen, kurze Frage an dich, welche lustige deutsche Redewendung magst du am liebsten? Oder hattest du auch mal so einen Atome-Moment, der peinlich war, aber am Ende alle zum Lachen gebracht hat? Und wie immer, kleiner Tipp zum Schluss. Wenn du üben willst, schau eine Folge einer Serie, Untertitel auf Deutsch. Markier dir 2 Sprüche und bau sie morgen in ein Gespräch ein. Und wie gesagt, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably, Link in der Beschreibung. Probier das ruhig aus, es macht echt Spaß. Bis zum nächsten Mal.